So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge LA Noire. Wir sind hier letzte Folge, nach unserem Flop-Fall, den wir da erlitten haben, sind wir stehen geblieben. Und genau, hier ist einfach eine Frau mit ihrem Auto runtergerast. Da unten steht es. Die gute Frau lebt zwar noch und das Kind, glaube ich, soweit auch. Da war nämlich ein Kind auf dem Beifahrersitz. Und wir sollen jetzt einfach mal mit dem Gerichtsmediziner sprechen. Ah, da ist die Frau sogar. Ich glaube, das ist die Dame, die das Auto gefahren hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Müssen wir unsere Aufgabe. Die Unfallstelle untersuchen. Ein Auto zuweisen. Ein Chevy Skyline ist mit hohem Tempo über die Böschung gegenüber des Zentralreviers in ein Werbeschild gekracht. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer. Fahrerin und Beifahrerin sind mit leichten Verletzungen davongekommen. Die Fahrerin ist sogar noch klar genug, um einen Mordversuch anzugeben. Dem Captain gefällt ihre Geschichte nicht besonders, aber trotzdem sollen wir den Unfall untersuchen. Den Unfallort. Ja, hier sind wieder Paparazzis unterwegs. Gut, wie kommen wir jetzt am besten da runter? Ach, da ist ein Weg da drüben. Dann wollen wir mal... Ja, Kollege, ich hoffe bitte ein bisschen schneller. Ui, hoppa, sportlich über die Absperrung. Ja, der joggt ganz gemütlich. Joggen wir mal da runter. You'll want to see this, Phelps. There, played out on the trunk. And that isn't even the best part. Okay. Da untersuchen wir mal. Das Autokennzeichen. Okay. Ein Schlüpper. Und ein Kosmetikbeutel? Ein aufgerissener Schlüpper. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Okay, also doch ein Sexualverbrechen untersucht. Sieht aus, als ob die läuft, die Hose. La, 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 la. Okay, Entschuldigung. Dann das Kosmetikbeutelchen. Oder Portemonnaie, was auch immer. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen. Es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen. Und er? Und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Okay. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante Junie passt auf dich auf, aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Okay. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter Camilla Hamilton. Okay. She's a long way from home. Oh ja. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Moment, war da gerade noch meine Rückseite? Ganz unten. Ganz unten. Emma und Molly. Nee. Alles klar. Gut, wir schauen uns mal den Innenraum an. Ja gut, Looks like hat they're vielleicht ein lucky they bisschen weren't more wehgetan. badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage.
Aber warum ist die Scheibe vorne eingeschlagen auf der linken Seite? Drunk Sprech noch driver? mit dem Maybe not. Gerichtsdienst. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. Ugh. What you think? Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Ach du lieber Himmel. Okay. Aber näher angucken können wir es jetzt nicht mehr anscheinend. Nee. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? Ja, frage ich Driver's mich in a auch. fit state, we should ask. Yes. Also dann fragen wir mal die Fahrerin. Das ist echt mysteriös. Wie der Wagen hier von der Böschung runterfliegt. Die sitzt direkt noch beim Medizinerauto. Ja, genau. Schauen wir mal, ob sie verhört werden kann. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? beasts that... I don't like. Keep out of this. Die scheint ein bisschen angetrunken zu sein, irgendwie. Ja, genau, oder auf Drogen. Schauen Sie. Ein bisschen stoned oder so. Naja, gut. June Ballard. Blaue Augen, schwarze Haare, 41. B-Movie-Schauspielerin und Fahrerin des Unfallfahrzeugs. Wir fragen Sie mal nach den angeblichen Drogeneinfluss. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Gut, es ist wieder meine total tollen Skills gefragt hier beim Fragehöhe, Wahrheit oder Lügespiel. Okay, sie guckt aber jetzt nicht so, als ob sie ich bin da ich bin immer so mega unsicher. Ich habe Angst, dass es wieder so einen Flop gibt. Nee, ich mach mal I don't Lüge. believe you, Mrs. McAfee. The story's too far-fetched. I think you were drunk and lost control of the car. Well, I suggest you get the results of a blood test first before you go shooting off your mouth. Alles klar. Unless you have Scheiße. some other proof. Oh nee. Unterwäsche. Opfer unter Drogen. Unterwäsche. Bricht der Mutter künstlicher Schrumpfkopf. Nee, da. Scheiße. Fahrerin spricht von Abbrechen, Drohungen, Mordversuch, Chevys. Ja, das ist doch Blödsinn. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? Ah, okay, wir können das jetzt alles nochmal Who drugged you, korrigieren. Mrs. McAfee? You really are a cute detective. But a little too naive for my taste. Hä? 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 Alles klar, okay. Ich dachte, wir hätten das jetzt irgendwie... Konnten es nochmal korrigieren? Irgendwie, ach Mann, ey. Okay. Wir fragen sie mal weiter nach der verletzten Beifahrerin. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Gut, ich sag mal die Wahrheit, weil das stand ja auch in dem Brief. And she's your protege? You could say that. Yeah, that's a nice way to put it.
Ich merke, es klappt echt super. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Ich sehe ja, dass sie lügt. Ich sehe ja, dass sie irgendwas zu verbergen hat. Wenn ich es aber sage, also Wahrheit ist es auf keinen Fall. Wenn ich es wieder sage, das ist eine Lüge, zickt sie mich wieder an. Ich muss einen Beweis suchen, wie wir nicht haben irgendwie. Wenn ich das Anzweifeln mache, rastet er wieder komplett aus und kackt die an. Ich probiere es jetzt einfach mit Anzweifeln. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Ah, okay, super. Verdächtiger Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Alles klar. Okay. Lüge oder Wahrheit oder Anzweifeln. Ich entscheide mich mal. Aber was ist jetzt für eine Wahrheit? Sie hat gesagt, wir sollen es ihr und ihrem Mann überlassen. Ja, sie haben die Wahrheit gesagt. Alles klar. Ich mache jetzt mal weiter. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Alles klar, okay, ciao. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Let's see what we can shake out of the kid. Stimmt, wo ist das Mädchen eigentlich? Jessica Hamilton. Zentralklinik. Wo läuft denn der jetzt hin? Ah, alles klar. Ja, das ist ja wieder super gelaufen. Das freut mich total. Ach, da hinten ist das Auto. Stimmt. Also wir haben nur eine Frage richtig. Aber das ist echt kompliziert teilweise. Hallo, rennt doch mal schneller. So, kurz nochmal einen Ort festlegen. Zentralklinik. Jetzt Zielort. 11K Roger, en route. Hey, wet. Haben wir gar nichts angenommen? Habe ich was angenommen? Uah. Ach, guck mal, die Stelle kennen wir doch. Ups. Sorry. Sorry. Gut, das ist jetzt hier wieder total gut gelaufen. Das ärgert mich natürlich wieder. Aber gut, was sollen wir machen? Müssen wir uns halt jetzt mit abfinden. Die unterhalten sich ja gar nicht. Ah, wir sind ja schon da, okay. Neben der Polizeistation. Zentralklinik 8:31 Uhr. Gut. Dann wollen wir mal die gute Patientin, die Tochter, befragen. Wir fragen, wo sie ist. Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Alles klar. You Dankeschön. can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey, Ach, die ist ja auch da. where is the phone? Do you know who I am? Alles klar, ich glaube, die müssen wir als nächstes uns vorknöpfen. Jetzt fragen wir erstmal die Feeling kleine better since Maus. this morning, Jessica? A little. My head still feels swimmy. Okay. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay.
So, dann fragen wir sie erstmal. Also wir haben links erstmal Jessica Hamilton. Blaue Augen, braune Haare, 15 Jahre. Hier war die Beifahrerin des Unfallfahrzeugs. Dann fragen wir sie mal nach dem Unfallhergang oder wie auch immer. Oh, sie guckt, als ob sie was zu verbergen hat. Oh Gott. Wir verkacken es bestimmt You're trotzdem. making me Also, uncomfortable. Just standing around here looking at me and not saying anything. okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Nein, ich glaube, das, You're holding out Siehst du on me, uns richtig? Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right now. nee, oder? Nee. Ihr wollt mich doch verarschen. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Lüge. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Weil wir den Brief der Mutter gefunden Because haben. you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Oh, zum Glück eine richtige. Oh. Okay, Verbindung zu Bishop. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Warum haben die jetzt so komisch geguckt? Ich mach mal. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich jetzt nicht nochmal die Personen angucken? Irgendwie. Lüge oder Wahrheit? Anzweifeln. Ich kann ja gar keine Person jetzt nochmal einsehen. Ich würde jetzt nochmal gerne die Steckbrief der Tante angucken. Ich mach mal die Wahrheit. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on you. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Oh. Doch, wie gesagt, das ist die Jessica, Wahrheit. I really need you to help me here. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Tja, Gesundheit geht aber vor, meine Gute. Okay, also wir haben jetzt, ja, 2 von 4 Fragen richtig, ist wieder nicht ganz... It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Oh, Action wieder. Ja, in Anführungszeichen ihr Anwalt. There she goes. Come on. Also irgendwas ist an der Sache mega faul. Dürfen nicht zu nahe kommen, ja?
Irgendwas ist in der Sache auf jeden Fall mega faul. Schauen wir mal. Oh, ich bin zu nah. Ballard is definitely up to something. Ja. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Oh. Stehen. Ja, was ich sagen wollte, wir haben jetzt 2 Fragen richtig von 4. Schauen, ob es uns weiterhilft. Ob das genug ist. Ah, schaut an. Apotheke. Oder? Ah, ne. Get in there and see what she's up to. Alles klar. Okay, wir sollen in Deckung gehen. Boy, that steak had seen better days. Bitte das Café, ohne gesehen zu werden. Benutze W. Hä? No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I caught the film. Okay. Wo ist denn jetzt hin? Ach, da. Ja, ich warte noch, bis sie eingestiegen ist. Okay. Bischofs Apartment untersuchen. Neues Ziel bekommen, alles klar. Dann wollen wir mal zu Bischofs Apartment und gucken, was der So what's the story? I'm vorhat. guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an Oh, address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at him wrong. What did you make of the kid? Ah! Look out! Entschuldigung. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Oh ja. Oh, ein Wahrzeichen entdeckt. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? So, jetzt muss ich mal schauen. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL cleared. Ich meine, das ist jetzt noch weg. Got it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. KGPL Ja, ist halt gut. Ich war ja schon. 267 South Main, unit to handle code 2, identified. Hä, wie weit ist das jetzt noch entfernt? Vielleicht sollte ich auch die Sirene anschalten. Okay, aber bevor wir jetzt zum Apartment fahren, mache ich hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Also macht's gut, bis dann, ciao!